Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich wichtiger? Isomatte oder Schlafsack bzw. Kilt? Und mir ging es hauptsächlich darum, was effizienter meine Körperwärme bei kalten Temperaturen beibehalten kann pro Gramm. Also wo kann ich vielleicht eher Gewicht sparen? Nehme ich ein leichteres Schlafsetup mit, dafür vielleicht eine stärkere Isomatte oder lieber einen stärkeren Schlafsack und eine leichte Isomatte? Und macht es vielleicht Sinn, auch bei sommerlichen Temperaturen eine starke Isomatte mitzunehmen, um dann vielleicht am Schlafsetup ein bisschen sparen zu können? Ja, und das Ganze habe ich versucht mal für mich rauszufinden, war auch wieder jetzt im Winter unterwegs und habe einfach mal einen Test gemacht. Ich habe 3 Isomatten ausgelegt. Einerseits ein ganz leichtes Modell, nämlich die Uberlight von Thermarest. Die hat einen R-Wert von 2,3. Der R-Wert bei Isomatten steht für den Wärmedurchgangswiderstand. Das heißt, wie lange die Wärme brauchen, von einer Seite auf die andere zu entweichen. Und darauf habe ich einen sehr schweren Schlafsack gelegt, den dicksten, den ich hatte, nämlich einen Alexica Nord. Auch mit Synthetikfüllung, der wiegt ganze 2,2 Kilo und gibt als Extremwert einen Wert von minus 22 Grad an. Also ein sehr großer Kontrast zwischen Isomatte und Schlafsack. Bei Schlafsäcken generell spricht man da von einem CLO-Wert. Das ist so ungefähr das gleiche wie bei der Isomatte. Das nennt man dort Wärmeübergangskoeffizient. Ja, und daneben habe ich dann eine Thermarest Neo RX Lite in der NXT-Version gelegt. Die hat jetzt neuerdings einen R-Wert von 4,5, wiegt dann auch ein bisschen mehr, 340 Gramm, statt bei der Uberlight 250 Gramm. Und da habe ich auch ein mittleres Kilt-Modell gelegt, nämlich ein 200er Apex Kilt von Grim Expert, das Elite-Modell. Und ganz außen habe ich die Thermarest X-Therm NXT gelegt. Das ist auch das Modell, was hier gerade auf meinem Tisch liegt. Wirklich die Wintervariante mit einem R-Wert von 7,3, was wirklich bis minus 20 Grad offiziell halten soll. Und darauf aber einen sehr, sehr leichten Kilt gelegt, nämlich den Lightweight Simple Kilt 133er Apex, der normal eigentlich nur für Sommertouren gedacht wäre. Um das Ganze zu prüfen, habe ich mich in alle Systeme mal reingelegt und subjektiv geguckt, wie fühlt sich das für mich an, wie schnell wird mir vielleicht kalt oder warm. Und um das auch ein bisschen objektiv und halbwegs wissenschaftlich zu machen, habe ich unterwegs meinen Wasserkocher mitgenommen, eine Powerstation und 3 gleiche Behälter, in die ich jeweils 500 Milliliter Wasser gefüllt habe. Ich habe dann alles vor Ort auf 45 Grad erhitzt, weil das eine Temperatur ist, die ungefähr dann der Körpertemperatur entspricht, bis ich die Behälter in die Schlafsysteme gepackt habe. Und ich habe die alle mittig auf der Isomatte platziert, nicht auf dem Kiltstoff oder auf dem Schlafsack, sondern direkt auf die Isomatte, das Schlafsystem drüber gestülpt und habe mir dann 50 Minuten Zeit genommen, bin eine Runde wandern gegangen und habe danach geguckt, wie viel Grad die einzelnen Behälter wirklich verloren haben. Und was ich daraus gelernt habe, das will ich euch am Ende mit den Ergebnissen mitteilen. Aber zunächst können wir uns erstmal darüber unterhalten, wie die ganzen Sachen überhaupt funktionieren und worauf man bei Isomatte und Schlafsack generell in Kombination achten muss. Ja, und wer schon mal ohne Isomatte in der Natur geschlafen hat, der weiß, wie stark man relativ schnell friert, weil man keine vernünftige Unterlage hat. Einerseits liegt das daran, dass auch wenn man in einem Schlafsack schläft, der vielleicht eine Rückenpartie hat, dass der Loft am Rücken natürlich durch das eigene Körpergewicht wirklich so komprimiert wird, dass keinerlei Isolationswirkung entstehen kann. Wenn man Gewicht spart und ein Kilt nimmt, hat man sowieso keine Fläche am Rücken frei. Und da kommen Isomatten ins Spiel, denn dadurch, dass sie mit Luft gefüllt sind oder teilweise auch aus Schaumstoff bestehen, kann das Material sich nicht zusammendrücken und man hat je nach Modell eine wirklich sehr, sehr gute Isolationswirkung. Außerdem, das darf man auch nicht vergessen, bringen Isomatten natürlich auch einen gewissen Komfort und je nachdem wie dick die sind, kann ich unterschiedlich stark da einsinken. Und viele andere Parameter spielen dabei auch noch eine Rolle. Ich würde sagen, etwa 1/3 meines Körpers liegen wirklich auf der Isomatte an. 2/3 meines Körpers haben dann eher Kontakt mit der Luft. Das heißt, der Schlafsack oder der Kilt ist dafür da, die Wärme nicht an die Luft zu verlieren und die Isomatte die Wärme nicht an den Boden zu verlieren. Und auch da gibt es Unterschiede. Einerseits leitet der Boden Wärme 40 bis 50 Mal besser als die Luft. Das heißt, der Boden entzieht einem förmlich die Wärme. Und je nachdem, wie das Wetter war, und man schaut vielleicht in dem Wetterbericht, dann kann es sein, dass die Lufttemperatur eine ganz andere als die Bodentemperatur ist. Wenn zum Beispiel jetzt länger Winter war und man schläft auf Schnee und es war jetzt länger um den Gefrierpunkt nur die Temperaturen und man hat vielleicht einen sonnigen Tag, wo die Lufttemperatur mal auf 10 Grad steigt, dann kann es halt sein, dass der Boden noch viel, viel kühler ist als die Luft oder auch umgekehrt. Deswegen muss man immer darauf achten, welches Isomattenmodell
passt zu welchem Schlafsack und muss gucken, dass es natürlich auch gut zusammenpasst. Eine gefährliche Unterkühlung, also Hypothermia, kann schon bei einer Bodentemperatur von 10 Grad auftauchen, wenn man sich entschließt, ohne Isomatte darauf zu schlafen. Und auch viele Erfahrungsberichte und meine eigenen Erfahrungen zeigen mir, wie stark sich das eigene Wärmegefühl nach dem R-Wert der Isomatte richtet. Wer zum Beispiel mal auch im Sommer auf einer Isomatte geschlafen hat, die einen hohen R-Wert hat, dann spürt man teilweise richtig, wie die Hitze noch zusätzlich reflektiert wird. Und vor allem noch im Winter, wenn es besonders kalt ist, macht das wirklich einen Unterschied wie Tag und Nacht. Es kommt einem teilweise so vor, als ob man auf einem warmen, aktiv wärmenden Untergrund schläft, wenn der Boden vielleicht auch im Schnee besonders kalt ist und man dann auf einer Isomatte wie zum Beispiel der X-Therm liegt, dann spürt man richtig die Reflexion. Und ich persönlich bin auch ein Freund davon, gerade im Winter ein breiteres Modell zu nehmen. Deswegen habe ich mich bei der X-Therm Winter-Variante auch für die Large-Variante entschieden. Die ist einerseits länger und auch breiter, weil ich wirklich bei den normalen Neo Air, die ich habe in Regular, merke, dass wenn meine Ellenbogen oder Arme, wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege, dass die Kälte an der Isomatte vorbeizieht und darüber Wärme verloren geht. Und deswegen entscheide ich mich bei Winteranwendungen immer für etwas Breiteres, um wirklich zu gewährleisten, dass ich da keine Kältebrücken am Rand irgendwie habe und auf jeden Fall komplett über die Isolation geschützt bin. Früher war es noch so, dass Isomatten sehr, sehr schwer waren. Und entweder, wenn sie leicht waren, haben sie dann nicht isoliert, sondern waren wirklich nur aus Luft, oder wenn sie isoliert haben, dann waren sie sehr, sehr schwer. Viel wurde auch mit Schaumstoff gearbeitet. Das kennt man heute teilweise auch noch von diesen panelbasierten Isomatten, die man eigentlich ohne Luft auch als Unterlage benutzen kann. Ja, mittlerweile sind die führenden Hersteller, also Thermarest oder auch Nemo, wirklich in der Lage, sehr hohe R-Werte bei sehr leichtem Gewicht zu produzieren. Und ich kam jetzt wieder auf das Thema, als ich in diesem Jahr die neue NXT-Generation von Thermarest mir angesehen habe. Denn die klassische X-Lite NXT hat mittlerweile einen R-Wert schon von 4,5 und wiegt 370 Gramm. Die X-Therm, die vorher deutlich schwerer war, wiegt jetzt nur noch 70 Gramm mehr, nämlich 440 Gramm. Und da erhält man wirklich für 70 Gramm mehr so einen deutlich höheren Schutz vor Kälte, dass ich mich halt gefragt habe, macht es auch mehr Sinn, dieses Produkt bei Temperaturen zu verwenden, wo eigentlich ein geringerer R-Wert reichen würde. Und ich bin also der Meinung, dass es deutlich effizienter ist, dann eher eine stärkere Isomatte mitzunehmen als ein Schlafsack. Denn wenn wir uns zum Beispiel einen Apex Kilt in der Stärke 166 zum Beispiel angucken, das wiegt so 570, 600 Gramm zum Beispiel, der von Gram Expert, das hat dann einen Limitwert von plus 2 Grad ungefähr, relativ konservativ gerechnet, und derselbe Kilt in der Stärke 266 Apex wiegt dann schon fast 900 Gramm und isoliert dann bis -6. So eine X-Therm, der R-Wert von 7,3, gibt dann Werte von -20, -25 an und schon der R-Wert von 4,5, -5 oder -10 Grad. Deswegen allein von der Statistik ist der Unterschied da für den Wärmegewinn natürlich bei der Isomatte wirklich deutlich geringer. Ja, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse meines Tests anschauen, die natürlich jetzt nicht richtig wissenschaftlich sind und viele Faktoren dort auch eine Rolle spielen, zum Beispiel sind die Behälter mit dem Wasser natürlich sehr klein und nicht so groß wie ein Mensch und haben auch nicht das nötige Gewicht, um die Isomatte vielleicht noch mehr zu komprimieren oder im ausgefüllten Schlafsack vielleicht dafür zu sorgen, dass der Loft noch ein bisschen komprimiert wird. Aber trotzdem war es spannend zu testen, und bei der leichtesten Isomatte der Uberlite mit dem schwersten Schlafsack war es also nach einer Stunde von 45 Grad auf 28 Grad runtergekühlt. Als ich mir dann die X-Lite in der Mitte mit dem 200er Apex Kilt angeschaut habe, musste ich leider feststellen, dass ich den Behälter nicht richtig geschlossen habe und etwa eine Hälfte des Wassers verloren gegangen ist. Das Ergebnis war da 24 Grad, und ich denke, dadurch, dass ich so viel Wasser verloren habe, ist es schneller runtergekühlt. Und bei der X-Therm, also der stärksten Isomatte mit dem mit Abstand leichtesten Kilt, 133er Apex, da war der Wert noch bei 26 Grad. Also das lässt sich in dem Beispiel direkt gegen das Uberlite Setup vergleichen. Da spart man natürlich jetzt in diesem Beispiel eine Menge Gewicht, also 550 Gramm Kiltgewicht plus die X-Therm mit 440 Gramm ist natürlich deutlich leichter als 2,2 Kilo Schlafsack und ich glaube 260 Gramm Uberlite. Aber man kann diese Ergebnisse natürlich jetzt nicht mit einem Mensch vergleichen und jeder kann die so ein bisschen eigens interpretieren. Generell würde ich aber
trotzdem empfehlen, und das ist auch mein Eindruck, den ich auch weiter angehen werde und testen und verfolgen werde, dass ich zukünftig wirklich bei allen Touren, außer vielleicht sehr, sehr heißen Sommertouren, immer mit der X-Therm an den Start gehen werde und dafür 1, 2 Stärken bei meinem Kilt sparen werde. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Eindruck zu dem Thema ist und ob ihr noch vielleicht Ideen habt, wie man das besser testen könnte. Ich habe meinen Test soweit gemacht und vermute, dass es wirklich so ist, dass es gewichtseffizienter ist, mehr beim Schlafsack zu sparen und auf jeden Fall niemals bei der Isomatte zu sparen. Ich freue mich zu hören, was ihr darüber denkt, und habt euch das Video gefallen, würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.